Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. Api. Heute geht es um das Thema Empire. Empire von Michael Hart und Antonio Negri ist eines der einflussreichsten politischen Werke unserer Zeit. In diesem Video analysieren wir ihre revolutionäre Theorie der globalen Souveränität im Zeitalter der Globalisierung. Wie hat sich Macht im 21. Jahrhundert transformiert? Was bedeutet das Empire für Demokratie, Widerstand und soziale Bewegungen? Begleitet mich auf einer Reise durch eine der wichtigsten politiktheoretischen Analysen der Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen. Heute tauchen wir tief ein in eine Theorie, die wirklich für Furore gesorgt hat. Das Empire von Michael Hart und Antonio Negri. Wir schauen uns mal ganz genau an, wie die beiden unser Denken über globale Macht, quasi auf den Kopf gestellt haben. Also, legen wir los. Stellt euch mal vor, ein Buch kommt raus und die Reaktionen sind extrem. Die einen rufen, wow, das ist das neue Manifest unserer Zeit, vor allem in der globalisierungskritischen Linken. Die anderen, die schüttern den Kopf und sagen, das sei eine komplette Verirrung. Und genau diese krasse Spaltung macht das Buch auch heute noch so unglaublich faszinierend. Okay, wie gehen wir das Ganze an? Zuerst lernen wir die beiden Denker kennen, Hart und Negri. Dann schauen wir uns ihr großes Empire-Projekt an. Danach kommt der Kern. Was zum Teufel ist dieses Empire überhaupt? Und, ganz wichtig, wo liegt der Unterschied zum alten Imperialismus? Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Debatte und die Kritik und fragen uns am Ende, warum ist das alles heute noch so relevant für uns? Wer sind also die beiden, die das alles ins Rollen gebracht haben? Tja, das ist schon eine Geschichte für sich. Wir haben da einen italienischen Philosophen mit einer, sagen wir mal, ziemlich bewegten Vergangenheit und auf der anderen Seite einen amerikanischen Literaturprofessor. Klingt erstmal wie ein ziemlich ungleiches Paar, oder? Fangen wir mal mit Antonio Negri an. Er ist wirklich eine Schlüsselfigur. Super faszinierend, aber auch extrem umstritten. Sein Leben war mindestens genauso radikal wie seine Theorien. Und eines war er sicher nicht, ein Theoretiker, der nur im stillen Kämmerlein sitzt. Also, Negri war einerseits Professor für Staatstheorie, aber gleichzeitig auch einer der führenden Köpfe der radikalen Linken im Italien der 70er Jahre. Stellt euch das mal vor, nach der Ermordung des Politikers Aldo Moro geriet er ins Visier der Justiz, wurde in einem sehr kontroversen Prozess verurteilt, saß im Gefängnis, floh dann nach Paris ins Exil. Und jetzt kommt's. 1997 geht er freiwillig zurück nach Italien, um den Rest seiner Strafe abzusitzen. Das zeigt einfach diesen unglaublichen Spagat, den er sein Leben lang gemacht hat, zwischen Uni und radikalem Aktivismus. Und dann haben wir Michael Hart. Er ist sozusagen der amerikanische Gegenpart in diesem Duo und bringt natürlich eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Perspektive mit rein. Michael Hart ist Professor für Literaturwissenschaft an der berühmten Duke University in den USA. Und wie kamen die beiden zusammen? Ziemlich interessant. Hart hat angefangen, die Bücher von Negri zu übersetzen, als der noch im Exil in Paris war. Und aus dieser Übersetzungsarbeit ist dann einfach eine der spannendsten intellektuellen Partnerschaften der letzten Jahrzehnte geworden. Hart ist übrigens auch kein reiner Akademiker. Er war zum Beispiel bei der Occupy-Bewegung ziemlich aktiv. Was kam also aus dieser Zusammenarbeit heraus? Nicht weniger als ein riesiges Projekt, eine ganze Trilogie. Ihr Ziel war es, quasi eine neue Karte für die Weltordnung des 21. Jahrhunderts zu zeichnen. Der große Paukenschlag kam im Jahr 2000 mit Empire. Das war der erste Teil. 4 Jahre später kam dann Multitude raus. Da ging es dann vor allem um die Frage, wer kann sich dem eigentlich entgegenstellen. Und 2009 wurde die Trilogie dann mit Commonwealth abgeschlossen, wo es um das große Thema des Gemeinsamen geht. Aber bleiben wir mal bei Empire. Das war der echte Gamechanger. Es hat sozusagen den Soundtrack für die globalisierungskritischen Bewegungen geliefert, die damals um die Jahrtausendwende groß wurden. Denkt nur an die Proteste in Seattle oder Genua. Das Buch traf einfach den Nerv der Zeit. Es war absolut zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was meinen Hart und Negri denn nun ganz genau, wenn sie von diesem Empire reden? Also, der entscheidende Gedanke ist eigentlich ganz einfach. Hart und Negri sagen, die alte Zeit des Imperialismus, wo einzelne Länder wie Großbritannien oder Frankreich losgezogen sind und die Welt unter sich aufgeteilt haben, die ist vorbei. An ihre Stelle ist etwas Neues getreten.
etwas viel Größeres, etwas Umfassenderes. Und das ist eben das Empire. Und wie sieht dieses Empire aus? Also, vergesst mal die Vorstellung vom Römischen Reich mit Rom als klarem Zentrum. Das Empire hat kein Zentrum. Es hat keine festen Grenzen, kein eigenes Territorium. Stellt es euch eher wie ein riesiges, globales Netzwerk vor. Es ist irgendwie überall und nirgends zugleich. Es verbindet alles mit allem, das Lokale mit dem Globalen. Und es geht noch tiefer. Hart und Negri sprechen von Biomacht. Das heißt, diese Macht regiert nicht nur über Gesetzen, sondern sie organisiert und verwaltet das Leben selbst. Und genau hier kommen wir zum springenden Punkt. Wenn ihr eine Sache aus ihrer Theorie mitnehmt, dann diese. Der fundamentale Unterschied zwischen dem alten Imperialismus und diesem neuen Empire. Das ist wirklich der Schlüssel, um das alles zu verstehen. Schauen wir uns das mal im direkten Vergleich an. Der klassische Imperialismus, den kennen wir ja. Da gab es Nationalstaaten, die ihre Macht ausdehnen wollten. Sie haben Grenzen überschritten, Kolonien erobert. Es gab immer ein klares Innen, das Mutterland, und ein Außen, die Kolonie. Das Empire funktioniert komplett anders. Es ist ein globales Netzwerk, das universell agiert. Es gibt kein Außen mehr, in das man nicht vordringen könnte. Die Logik ist nicht mehr Eroberung, sondern totale Einbeziehung. Die Grenzen zwischen Zentrum und Peripherie, die verschwimmen. Die Macht sitzt nicht mehr in London oder Paris, sie fließt durch globale Konzerne, durch internationale Organisationen, ja sogar durch unsere Kommunikationsnetze. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass so eine radikale These nicht einfach so hingenommen wurde. Oh nein, die Debatte war riesig und vor allem heftig. Das Buch hat von Anfang an die Geister geschieden. Und die Kritik war teilweise, vernichtend. Ein Kritiker sprach zum Beispiel von einer geistigen Regressionslust. Autsch. Der Kernvorwurf lautete oft: Hart und Negri werfen mit großen, beeindruckenden Begriffen um sich, aber am Ende ist da wenig Substanz. Nur leere Phrasen, die die wirkliche Komplexität der Welt verdecken. Und was genau wurde kritisiert? Also, die Liste ist lang. Man warf ihnen pseudowissenschaftliches Gedrohne vor. Man sagte, das Buch sei realitätsfern, es fehle an handfesten Beweisen, an Empirie. Viele haben sich auch über den Schreibstil aufgeregt. Zu kompliziert, unverständlicher Jargon. Und ein Historiker hat es ziemlich brutal auf den Punkt gebracht: 413 Seiten voller Plattitüden. Okay, bei all dieser Kritik könnte man jetzt fragen, warum reden wir dann überhaupt noch darüber? Warum sollten wir uns heute noch mit dieser Theorie beschäftigen? Was bleibt davon? Ich glaube, der bleibende Wert ist folgender. Hart und Negri haben uns ein neues Vokabular an die Hand gegeben. Eine Art neue Landkarte, mit der wir versuchen können, Macht in unserer globalisierten Welt zu verstehen. Denn die alten Begriffe, wie zum Beispiel der Nationalstaat, die reichen einfach oft nicht mehr aus, um zu erklären, was global passiert. Und da bietet Empire eben einen neuen, wenn auch umstrittenen Denkansatz. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das Buch ist nicht nur eine düstere Beschreibung einer allumfassenden Macht. Nein, die beiden entwickeln auch ein Gegenkonzept. Und das nennen sie die Multitude. Was ist das? Stellt euch darunter keine gleichgeschaltete Masse vor. Es ist eher ein globales Netzwerk von ganz vielen einzelnen, einzigartigen Menschen und Gruppen, die sich vernetzen und dem Empire von innen heraus etwas entgegensetzen können. Und das führt uns direkt zu der großen, offenen Frage, die uns dieses Buch stellt und die uns alle angeht. Wenn die Macht wirklich überall ist, wenn sie in globalen Netzwerken fließt, wo fängt dann der Widerstand überhaupt an? Das ist vielleicht die zentrale politische Herausforderung unserer Zeit. Und mit diesem Gedanken entlasse ich euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.